Hallo ihr Lieben, heute starten wir mit meiner Worbler Basics Videoserie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Worbler-Basis erstellt, wie ihr Details herstellt und wie ihr eine Worbler-Basis mit einfachen Mitteln erweitern könnt. Wir beginnen mit zwei Varianten, eine Worbler-Basis zu erstellen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, euer Moosgummi oder Foam auf das aktivierte Worbler zu legen und die Ränder umzuklappen. Überstehende Ränder könnt ihr einfach zusammendrücken und abschneiden, solange das Material noch warm ist. Diese Variante hat den Vorteil, dass ihr Material spart. Allerdings ist diese Variante nur zu empfehlen, wenn die Rückseite nicht zu sehen ist. Die andere Variante ist die Sandwich-Methode. Dabei wird das Moosgummi oder Foam in zwei Lagen Worbler eingeschlossen. Dafür braucht ihr natürlich etwas mehr Material, aber der Inhalt ist später nicht mehr zu sehen und das Werkstück ist durch die zwei Lagen sehr stabil. Auch hier könnt ihr das überstehende Material ganz einfach abschneiden, solange das Worbler noch aktiviert ist. Die Ränder verbinden sich dann direkt und ihr habt eine saubere Kante. Nachdem wir die Worbler-Basis nun haben, können wir diese erweitern. Ihr könnt zum Beispiel eine Schuppenarmschiene erstellen, indem ihr die Basis mit den vorgestanzten Schuppen aus Worblers Pearly Art verziert. Eine andere Variante, Details aus Worbler hinzuzufügen, ist es, Reste zu verwenden. In diesem Fall nutze ich das Worblers Black Art, rolle es aus und dekoriere damit meine Basis. So könnt ihr auch besonders feine Details erstellen, da ihr das Black Art sehr dünn ausrollen oder auch direkt auf der Basis modellieren könnt. Wichtig ist, dass wenn ihr zwei Worbler-Teile miteinander verbinden möchtet, immer beide Seiten aktiviert, damit sich die beiden Materialien auf jeden Fall gut miteinander verbinden können. Solltet ihr eure Basis umranden wollen, könnt ihr dies ebenfalls mit Resten tun. Dazu könnt ihr einen 1 cm breiten Streifen von einem größeren Rest abschneiden, diesen erwärmen und anschließend mit der Basis verbinden. Diesen Streifen könnt ihr natürlich auch doppelt oder dreifach nehmen, bevor ihr ihn mit der Basis verbindet. Um die Ränder noch mehr hervorzuheben, könnt ihr die Kanten nochmals mit einem Modellierwerkzeug nacharbeiten. Dies sind 3 Wege, wie ihr Details aus Worbler auf eure Basis aufbringen könnt. Weiter geht's mit Details aus Moosgummi bzw. Foam in Kombination mit Worbler. Ihr könnt ebenfalls Details aus Moosgummi ausschneiden, diese mit der Sandwich-Methode in Worbler verpacken, herausarbeiten und ausschneiden. Diese Details könnt ihr anschließend wieder auf eure Basis aufsetzen. Möchtet ihr das Ganze noch dreidimensionaler gestalten, könnt ihr auch mehrere Details aus Moosgummi ausschneiden, diese zusammenkleben und erst danach mit Worbler ummanteln. Die Details könnt ihr immer mit einem Modellierwerkzeug herausarbeiten. Noch eine weitere Variante, um Details und Verzierungen auf Worbler herzustellen, ist es, eine Moosgummi-Basis zu verwenden, die Moosgummi-Details aufzubringen und anschließend alles mit Worbler zu covern. Durch das Moosgummi erhält das Worbler eine zusätzliche Stabilität und ihr könnt anschließend mit einem Modellierwerkzeug die Details aus Moosgummi noch weiter hervorheben.
Natürlich könnt ihr euren Details auch vorher eine andere Form geben, bevor ihr diese mit der Basis verbindet. Ihr könnt zum Beispiel Rundungen, Wellen oder Abstände hinzufügen. Eine weitere Variante ist es, Moosgummi-Details direkt auf das Warbler zu kleben und nachher alles nochmal mit einer Lage Warbler zu ummanteln. Diese Variante habe ich zum Beispiel für meine Rüstungsteile des Fury Cosplays verwendet. Dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal, in dem ich genau erkläre, wie dies funktioniert. Außerdem ist es möglich, vorher Details in das Moosgummi oder Foam einzuritzen und anschließend in das Warbler hineinzuarbeiten. Die meisten Schaumstoffe haben die Eigenschaft, dass Schnitte aufploppen, wenn man sie erhitzt. Dies könnt ihr natürlich vorher machen, denn so lassen sich die Rillen oder Risse anschließend leichter in das Warbler einarbeiten. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Bei der Armschiene zu meinem neuen Rage 2 Cosplay habe ich einige dieser Varianten kombiniert. Bei der Basis habe ich das Warbler umgeklappt und vorher Details in das Foam eingearbeitet. Anschließend habe ich 2 Details aus Moosgummi angefertigt, in Warbler eingeschlossen und zum Schluss auf die Armschiene aufgesetzt. Und bei dem größeren Detailpart die Sandwich-Methode. Da die Armschiene sehr mächtig ist, habe ich für eine weitere Aufbaute dickeres Foam verwendet. Als letztes möchte ich euch noch eine weitere Methode zeigen. Bei meinem Aela Cosplay habe ich das Warbler Smashed Art verwendet und mit einem Holzbrenner bzw. Lötkolben die Details eingebrannt. Dies funktioniert bei dem Warbler Smashed Art sehr gut, aber natürlich auch bei den anderen Sorten. Die eingebrannten Details könnt ihr nachträglich noch mit einem Dremel oder Schleifpapier nachbearbeiten. Für den Effekt des Schlagmetalls habe ich einfach die Rundung am Lötkolben verwendet. Hier seht ihr das Ergebnis an meinem Schulterteil. Um einige Details noch weiter hervorzuheben, habe ich diese ebenfalls nochmal mit einem Holzbrenner umrundet. So, das war das Video zum Thema Warbler Basis erstellen, Warbler Basis verzieren und was kann ich alles überhaupt machen, um meine Rüstung oder andere Sachen anzufertigen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr zum Thema Warbler und dem Arbeiten mit Warbler erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Dort verlinke ich euch mein kleines Buch, in dem ich euch alle Materialien, mit denen ich arbeite, nochmal genau erkläre und außerdem findet ihr in meinem Shop kleine Bastelsets zum Thema Zauberstäbe und bald werden auch noch weitere hinzukommen. Außerdem gibt es in der Infobox nochmal eine Verlinkung zu meinen Werkzeugen und wo ihr die Materialien findet. Und falls ihr Fragen habt, lasst mir die doch gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!